Sky Good lebt in der Nähe von Neillsville, eine kleine Stadt in den Vereinigten Staaten. In dieser Gegend gab es ein großes Problem mit Luchsen. Immer wieder sorgten diese Raubtiere für Unruhe auf Farmen und rissen etliche Tiere. Deshalb zogen es viele Landwirte vor, Fallen aufzustellen, damit die hungrigen Tiere nie wieder in die Nähe des Gebiets kommen würden. Aber die traditionellen Fallen, die viele Landbesitzer verwendeten, waren sehr gefährlich für die Tiere. Sie würden mit so viel Kraft zuschnappen, dass sie ihnen die Beine brachen und schwer verletzten. Selbst wenn die Tiere rechtzeitig freigelassen wurden, erlagen sie oft ihren Verletzungen. Sky lebte schon von klein auf mit Tieren zusammen und hatte eine besondere Bindung zu den unschuldigen Wesen. Das skrupellose Vorgehen der Farmer brach der Frau das Herz. Sie beschloss, etwas gegen diesen Missstand zu tun. Es gibt heutzutage bessere, moderne Fallen, die die Tiere zwar fangen, sie aber nur festhalten, ohne sie zu verletzen. So können Landbesitzer Raubtiere davon abhalten, in bestimmte Gebiete zu gehen, ohne ihnen Schaden zuzufügen. Für Menschen, die nicht ganz glauben, dass diese Fallen die Tiere nicht verletzen, hat Sky sogar ein Video gedreht, in dem sie die Falle mit ihrer eigenen Hand auslöst und es offensichtlich überhaupt nicht wehtut. Doch die Farmbesitzer hielten nicht viel von der neuen Methode. Sie beharrten weiterhin auf die altbewährte Methode und kümmerten sich nicht darum, wie es den Luchsen erging. Als Sky das hörte, beschloss sie selbst aktiv zu werden. Immer wenn sie hörte, dass ein Luchs einem Bauer zu nahe kam, stellte sie rund um das Gebiet ihre speziellen Fallen auf. Ihre Idee funktionierte und die Luchse blieben dem Gebiet wie gewünscht fern. Doch der schwierigste Teil kam, wenn Sky die Luchse, die sich in der Falle verfangen hatten, wieder freilassen musste. Diese Aufgabe erfordert besondere Fähigkeiten, die nicht jeder ohne weiteres hat. Jeden Tag nach der Arbeit überprüfte die Frau die Fallenlinie und befreite die Luchse. Meist liefen die Tiere nach solch einem Ereignis davon und suchten sich einen anderen Ort zum Leben, wo sie niemanden störten. Doch eines Tages sollte es anders kommen. Als Sky wie jeden Tag nach der Arbeit durch das Gelände streifte, entdeckte sie erneut einen Luchs. Diese schien sehr wütend zu sein, weil er in der Falle gefangen war. Er war nicht begeistert, die Frau zu sehen. Er wusste nicht, dass er eine zweite Chance bekommen würde, sein Leben zu leben. Sky trug feste Stiefel, um sich zu schützen, aber ansonsten hatte sie nur einen großen selbstgebauten Schild, der sie von diesem Tier trennte. Sobald Sky näher kam, fing der Luchs an zu fauchen und versuchte zu fliehen. Er war offensichtlich sehr verängstigt. Kein Wunder, wenn Tiere in einer Falle mit Menschen konfrontiert werden, geht es ihnen normalerweise nicht gut. Aber mit ihrem Fuß in der Falle konnte der Luchs nicht fliehen. Sky ging mit dem Schild vor sich näher heran und legte es dann vorsichtig über den Fuß des Luchses. Der Schild war speziell mit einem Loch an der Unterseite versehen, sodass sie den Fuß auf ihrer Seite des Schildes hatte. So war sie sicher vor Kratzen oder Beißen und der Luchs konnte sich ein wenig entspannen. Sky schaute über das Schild zum Luchs und sie hatten einen Moment lang Augenkontakt. Es schien, als ob die Raubkatze zu verstehen begann, dass sie versuchte zu helfen. Daraufhin entspannte er sich ein wenig und versuchte nicht mehr davon zu laufen. Das gab Sky die Gelegenheit, die Falle zu lösen und den Luchs zu befreien. Da der Luchs nun frei war, hielt sie den Schild hoch und entfernte sich schnell. Es dauerte einen Moment, bis er merkte, dass er frei war. Und als der Luchs es endlich realisierte, bewegte er sich langsam auf Sky zu. Dann rannte er unter das Fahrzeug. Sky sprach sanft mit dem Luchs. Das half ihm, aus dem Fahrzeug hervorzukommen und zu erkennen, dass Sky ihr erlaubte, frei zu sein und in den Wald zu laufen. Auf diese Weise hatte Sky schon vielen Luchsen das Leben gerettet. Doch eine Rettung sollte anders verlaufen als alle Befreiungsaktionen zuvor. Sky stellte eine Falle auf, um einen Luchs zu fangen, der versuchte, einem Hühnerstall nahe zu kommen. Die Landwirte drängten bereits auf eine Vernichtung des Tieres, da sie sich um den Verlust ihrer Tiere sorgten. Aber dies wollte Sky nicht zulassen. Stattdessen fing sie das Tier ein und ließ den Luchs mit Hilfe eines Tierarztes weiter oben im Land frei, wo es nur Wälder und keine anderen Bauern in der Nähe gab. Als die Luchsin freigelassen wurde, sah Sky, wie sie in Richtung eines Staudamms lief. Sie ging langsam hinter ihr her, um sicher zu gehen, dass sie nicht ins Wasser fiel, weil sie immer noch verängstigt und desorientiert war. Dort nahm die Luchsdame gerade einen Schluck und ihre Blicke trafen sich. Sky ließ ihr etwas Platz, und die Luchsin rannte davon. Dieser Luchs hatte einen eindeutigen Fleck auf der Brust, so dass es leicht sein würde, ihn wieder zu erkennen. Aber Sky hatte keinen Grund zu glauben, dass sie diesen speziellen Luchs jemals wiedersehen würde. Doch die Frau sollte sich irren. Im Laufe der Jahre hatte Sky viele verschiedene Tiere gerettet. Ihre Kinder waren inzwischen ein wenig älter und sie konnte ihnen alles über das Land und die Tiere beibringen. Eine Möglichkeit, dies zu tun, bestand darin, mit den Kindern auf die höher gelegenen Teile des Landes zu fahren und dort zu zelten. Sie schlugen ihre Zelte nicht weit vom Damm entfernt unter einigen Bäumen auf. Dort gab es eine Lichtung, auf der sie ein Lagerfeuer machen und ihr Essen kochen konnten. Es sollte ein unvergessliches Erlebnis werden. Aber wie unvergesslich die Nacht werden würde, hätten sie nie voraussehen können. Sky und die Jungs spielten gerade Karten, als sich plötzlich ein Schatten aus dem Gebüsch bewegte. Es war ein Luchs.
Sky forderte die Jungen auf, ganz ruhig zu sitzen und keine plötzlichen Bewegungen zu machen. Dann sah sie genau hin und erkannte das Zeichen auf der Brust des Luchses. Es war dasselbe Tier, das sie Jahre zuvor in der Gegend freigelassen hatte. Die Luchsin sah nicht aggressiv aus, aber Sky wusste, dass man einem Wildtier nie trauen durfte. Sie saß also da, stets bereit zu handeln, falls sich die Lage ändern würde. Aber dann tat die Luchsin etwas, das weder die Frau noch die Kinder je vergessen würden. Sie gab einen Ruf ab, und dann kamen 3 kleine Luchsbabys aus dem Gebüsch. Sie rannten herum und kamen sogar auf die Kinder zu. Es schien, als hätte sich dieses großartige Wesen an die Freundlichkeit erinnert, die man ihr erwiesen hatte, und wollte sich bei ihrer Retterin revanchieren, indem sie ihre Kinder vorführte. Als sie zufrieden war, gab sie einen weiteren Ruf von sich, und die Kätzchen folgten ihr zurück ins Gebüsch und verschwanden. Es war ein unglaubliches Erlebnis, das Sky und ihre Kinder nie vergessen werden. Gib dem Video gerne einen Daumen nach oben und abonniere den Kanal. Schau dir jetzt ein Video von einem Geparden an, der eine Frau nach Jahren wiedererkannte. Klicke hier, um die ganze Geschichte zu erfahren.